Hier unser Rinderbraten. Servus Douglas. Servus, Servus. Augustin, hallo. Grüß dich. Servus aus Hamburg. Willkommen bei uns in Bayern. Die tue ich ganz wenig anrühren. Bitte, bitte. Und so weiter. Ist einfach. Das können wir jetzt eigentlich schon so hernehmen. Also, wenn Convenience, dann nur das Beste. Vom Roches Express, Atelier Pommes, Fine Dining Pommes, sehr geil. Das habe ich noch nie gesehen. Solche habe ich noch nie gesehen. Michelin. Oh, das Genau, ist ja. also Okay. Preis-Leistung Bombe, Preis-Leistung Bombe, ja, wirklich okay. Bombe. Aber wenn muss Convenience, dann nur das Beste. Nie gesehen, ehrlich. Also, Es ist schon mal, also schau, es ist rosa. Genau, und was ist sehr wichtig ist, dass das einmal sovidiert ist, weil da erreichen wir gute Konsistenz. Das wird nur noch zart und da brauchen wir einmal links, rechts anbraten und ist dann eigentlich bereit zu schicken. Genau. Und beim Tafelspitz ist sehr wichtig, die Fasern zu folgen. Also nicht mit Fasern schneiden, sonst gegen die schneiden, sonst wird das nichts. Also das wäre ungefähr eine Portion und so schaut es aus. Genau. Einmal anbraten und das ist wirklich immer noch sehr saftig und sehr weich. Genau. sieht lecker aus. Danke, danke. Das später probieren, wenn du willst. Ja, gell? Genau. Und so portionieren wir ein bisschen, weil Sonntag ist immer ein bisschen mehr los und dann müssen wir es ein bisschen vorbereiten. Genau. Also Spitze abschneiden und dann ist das quasi so. So. Aufwendig verkaufen wir das alles heute. Oh, ab in Schublade. Dadurch, dass wir so kleine Teams sind, wir mussten alles natürlich vorbereiten
Also einmal Gnocchi, einmal sovidierte Karottchen, rote Beete, wilde Blumenkohl in Rohzustand, weil das braucht man kurz anbraten und das passt. Dann haben wir hier einmal Zwiebeltat, Spinatrahm, Traubentartar, ja, das ist für uns eine Vorspeise, sehr, sehr spannend. Und natürlich die Mangoldblätter kurz sortieren und als Zander. Filetieren wir natürlich selber, bestellen wir Tiere immer in ganz. Und genau, weißt du, siehst du die Farbe, das ist einfach geil, das bekommst du von irgendeinem TK-Produkt und keine Chance, dass diese Farbe immer noch, schau, das ist topfrisch, das ist einfach geil, also so macht Spaß. Und dann hier, also Kalb haben wir schon gesehen, Iberico-Kotelett leicht mariniert mit Olivenöl, nur dass da durch das Service, dass da keine Kruste entsteht, Fasanbrust genauso. Und Wachteln haben wir auch vorgegart und dann in Speckmantel umgewickelt, dass das quasi noch saftiger bleibt. Genau. Und das ist so eine kleine Mise en place. Und dann schauen wir, was heute passiert. Genau. Was wir hier haben, ist eigentlich das, was alles geht in Fleischbrandsal bei manchen Köche. Und zwar, das sind die alles Abschnitte von einer Kalbslende. Kalbslende nutzen wir für Schnitzel. Und da auf Kalbslende gibt es am meisten da, wo die Lende aufhört und fängt Entrecot oder Ribeye, da ist so ein Deckel sozusagen. Das heißt, das ist so ein Cap of Ribeye und den tue ich natürlich wegparieren oder wegputzen und einrollen, marinieren, einrollen, binden und das ist dann quasi bei uns ein Kalbsrollbraten. Das ist jetzt natürlich vakuumiert vom letztes Mal und so schaut es aus. Das ist sehr weiche Fleisch, sehr gutes Fleisch. Kann man natürlich sehr gut grillen, Medium. Auch kein Problem, aber dadurch, dass ich brauche immer so ein gut bürgerliches Gericht am Sonntag, dann tue ich die auf jeden Fall so einrollen, binden und innen drin marinieren. Und jetzt wird das Sabrina auf Grill kurz anbraten und dann schieben wir das vor Abendsgeschäft, weil Mittaggeschäft ist schon vorbereitet. Super gutes Fleisch, Marmorierung 1A, genau. Und die tun wir jetzt einfach portionieren. Genau, immer dazwischen schneiden, dass bei jeder Portion gleich ausschaut. Und die kleine Knochen hin. Okay, jetzt steht nicht mit. Genau. Gut. Den kann man ausschneiden, eventuell. Weil, genau. Ja, das dann 1 ab. Ja. Genau. Und die tun wir jetzt nur leicht mit Olivenöl marinieren, die Poren zu schließen, dass das nicht austrocknet beim à la carte, weil natürlich brauche ich meine Mise en place. Und die tue ich ein ganz wenig anölen, dass die ja so eine glänzende Haut haben. Und ab in Schublade, die sind dann bereit zu anbraten. Auf Grill leicht würzen, weil der rote Beete-Eintopf ist sehr würzig. Da haben wir sehr viel Geschmack reingebracht. Genau. Weil bei diesem alten Gericht ist so, dass die Leute essen so ein kleines Stück Brot mit Schweineschmalz und Knoblauch. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich wollte das einfach anders machen und deswegen haben wir so ein Iberico mit sehr viel natürlich intramuskulär Fett. Das wäre dieser Schmalz. Knoblauchkruste, Knoblauch-Panko-Kruste habe ich da oben. Das wird dann nach dem Braten gelegt in diese Kruste, in diese Crunch. Und das war meine Idee, diese Brot, Schmalz und Knoblauch ein bisschen anders zu präsentieren.
Das reicht, Sabrinski. Ein bisschen Thymian, Knoblauch, einfach reinlegen, Fleisch drauf, Backpapier, Folie und wir schieben das auf 3 Stunden, 135 Grad und da haben wir kein Auer mehr. Also Folie tue ich jetzt erstmal nicht weg, weil dann trocknet die Oberfläche. Weil die Seite wird angebraten, da ist es kein Problem, aber das tue ich erstmal à la Minute weg, weil dann habe ich so eine glänzende Oberfläche. So, das muss reichen für heute Mittag. Ankungensuppe im ersten Gang, zweiter Gang Spinat und Süßkartoffeln und große Landhaus. Anstatt Pfannkuchensuppe, aber macht nichts. Wie immer heiß bereit. Suppen sind immer gut. Genau. Jetzt kommt da ein Kokosschaum. Bei Pastinakensuppe haben wir auch ein bisschen Garnisch dabei. Und zwar gebackene Pastinake. Zack. Und dann nehmen wir ein bisschen von Meerrettich. Machen wir ein paar Punkte. Meerrettich? Meerrettichcreme, genau. Wir machen unsere Schnitzel immer am Grill, weil die Menge, was ab und zu kommt, darf man nicht in die Pfanne oder in Topf oder irgendwie sowas, aber funktioniert ganz gut. Die Leute sind zufrieden mit gutem Kalbfleisch. Immer ein bisschen baden in Öl, in Butter und dann passt das.
Irgendwas. Bisschen Butterfett. Aber nicht viel, weil sonst brennt das alles natürlich. Aber so, das fängt an schon zu glühen. Ist nicht komplett so glüht das nicht so, aber es ist auch nicht so viel. Die Panade geht auf jeden Fall. Und ich schmecke es gut. Gefriert, Panade geht auf. Also perfekt. Rosmarinjus. So. Einmal Fasan. So. So. Also Medium wie gehört. So, jetzt gehen wir auf Teller. Einmal gebacken. Süßkartoffeln, Gnocchi, Spinatrahm. Und das ist das, was ich gesprochen habe. Menge ist wichtig, dass die Leute satt werden, aber trotzdem diese Farbspiel und diese Anrichtenweise müssen auch passen und stimmen und das ist halt sehr wichtig. So, dann haben wir hier die gelbe Beete. Also wenn du die Farbe anschaust, das ist schon mal sehr geil. So. Dann haben wir Meerrettich. Auge ist mit. Genau, auf jeden Fall. Chips? Geile rote Beete, genau, so wie eine rote Beete Waffel oder rote Beete Chips. Ist einfach geil zu. Ja, passt. Die ganz normalen kleinen Teller. Die runden. Drei Portionen, oder? 2. 3. So. Jetzt sag mal kurz was zu Händel. Also, Händel ist
natürlich vormariniert und sovidiert auf 65 Grad, dass wir vermeiden, dass dabei Knochen doch roh ist. Wenn wir rohe Fleisch panieren, dann ist ja immer Gefahr, dass du das nicht genug rausbratest oder wird genug trocken oder wie auch immer. Und deswegen, ich bringe erstmal Geschmack rein, sovidieren, deswegen ist das alles im Beutel. Schaut die Gelee an, das ist alles gute Fleischsaft, schützt auch die Fleisch natürlich. Und wenn das so ausgebacken rausgeht, das ist dann nur noch 1A, weil jeder Stück ist gleich, jeder Stück schmeckt gleich und jeder Stück ist genau gleich gegart. Und das ist mir wichtig, genau. So. Perfekt. Kürbiskerne Mayonnaise. Also Kürbiskerne Oil. Mayo, genau. Weil wir haben diese steirische Backhändelart und da ist so immer entweder Kürbiskerne-Oil also ist Kürbiskerne-Oil im Spiel und ich habe mich entschieden für eine Kürbiskerne-Oil Mayonnaise. Genau, und so heißt das bei uns, Händel und Garten. Ein schöner Gartensalat und steirische Backhändel. Einmal Sonntagsbraten und große Schnitzel neu. Genau, unsere steirische Backhändel. Und da wird verwendet jeder Teil, also Unterkeule, Oberkeule, Flugel, alles mögliche. Weil, wie gesagt, von Karkassen machen wir Suppe. Das ist auch interessant. Kürbiskerne Mayo. Ja, genau. Jetzt kommt die Folie weg. So. Hier unser Rinderbraten.
Wasser laufen lassen, bitte. So, wir haben einen Traubentartar für Leberparfüm. Passt sehr gut zusammen. Genau, den Traubensaft leicht abgebunden. Und da haben wir ein Tartelett mit Lebermus sozusagen. Servus Douglas. Servus, Servus. Augustin, hallo, grüß Servus, dich. Servus aus Hamburg. Willkommen bei uns in Bayern. Ja, danke sehr, vielen Dank. Ja, Douglas, wo sind wir hier? Wir sind hier in Weinlinden, das ist ein Ortsteil von Bruckmühl, an der wunderschönen Klosterkirche. Und wir haben hier das Landhaus Weinlinden, das ist eine alte Klosterherberge. Ungefähr existiert seit 350 Jahren das Anwesen. Klosterherberge ist auch eine Tafernwirtschaft. Tafernwirtschaft bedeutet, dass auf dem Anwesen ein sogenanntes Tafernrecht ist. Das heißt, man darf hier bewirten und beherbergen. So wie es woanders ein Brennrecht gibt, haben wir hier ein Tafernrecht. Wir sind Quereinsteiger. Meine Frau kommt aus dem Filmgeschäft. Nein. Doch. Ja? Und ich habe eine Modeagentur gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das hier 2019 übernehmen, dann machen wir auch die Gastronomie. Ach, Ganz okay. blauäugig und als Quereinsteiger und voller Elan und voller Leidenschaft haben wir begonnen im August 2019 und haben wegen Corona im Oktober 2019 für 8 Monate wieder zugesperrt. Das war der Beginn. Mhm. Ja, schwere Zeit. Und schwere Zeiten, ja, aber wir haben es überstanden und wir sind jetzt guter Dinge. Das Geschäft, wir sind zufrieden, es läuft gut. Wir haben einen hervorragenden Küchenchef. Wir bieten oder wir haben uns als Leitbild gemacht. Mhm. Wir wollen hier, dass das Essen ein Erlebnis ist und es muss besser schmecken wie zu Hause, damit die Leute zum Essen gehen. Das ist unser Leitsatz. Servus. So, das ist unser Biergarten für den Sommer mit ungefähr 120 Plätze und der ist jetzt praktisch noch nicht bestuhlt. Wir fangen nach Ostern mit der Bestuhlung an, wenn das Wetter stabil ist,
weil es könnte ja auch eventuell nochmal schneien bei uns in Bayern. Im März. Im März, ja genau. Oder auch auch Ostern haben wir hier schon ab und zu ein bisschen Schnee gehabt und das wollen wir eben vermeiden. Darum machen wir für Ostern, nach Ostern bestuhlen wir unseren Biergarten und dann kommt auch der Wintergrill. Wir machen jetzt alle 14 Tage so einen Wintergrill gemacht für die Leute. Das werden wir dann woanders platzieren. Und da drüben haben wir jetzt einen neuen Saal gebaut für Events, für Hochzeiten, für Geburtstage, für Familienfeiern, für Firmenfeiern. Ja, so sind wir. Wir rüsten uns, wir investieren und wir sind guter Dinge und schauen positiv in die Zukunft. Ich will dazu einmal, weil Sie gerne verstanden sind, würde ich was sagen stellen. So wie es ist. Ja? Aber zum Hauptgang. Jetzt zum Hauptgang. Also Ja, wenn die haben wir Echt? Ja. Aber Mich Fasan nicht, wollen- aber ich dich wahrscheinlich. Nee, alles gut. Fasanski neu. Einmal. Yes. Vorspeise habe ich schon geholt, gestern weiter. Sauerkraut und Kartoffel bitte. Ja. Ja. Edelfritten. Genau.
Ja. So, einmal Onkel Walter, Langusto und Fritz, und das ist Bärbel. Ist das die Gruppe, Sebastian? Bei dir mit Schnitzel und Sonntagsbraten, oder? Die große Tisch. Das ist der Benny, die 56 habe ich Die nicht. Gruppe, oder? Das ist die Gruppe, ja. Passt. Rote bitte Risotto. Zwiebel bitte? Nur leicht anbraten, oder? Genau. Darf ich schon? Ja, bitte, bitte. Hat er jetzt einen Salat mitgenommen oder zwei? Einen hat er mitgenommen. Ich glaube ein. Ist jetzt Ist das Mischmann? Ist das Mischmann? Meinst du da? Mit Sauser, mit Zucker? Nee, mit Parmesan. Okay. Genau, mit Parmesan und deswegen wird der so. Okay, genau. Heller. Da muss man noch ein bisschen dazu machen. Ja. Zweimal 30 noch. Ja, nimm Kinder. Jetzt geht's schon mal. Das geht ganz schnell. Saubraten? Rinderbraten. Rinderbraten. Also du siehst, das zerfällt komplett. Ja. So, Beete bitte. Rote Beete. Ja. Und gelbe Beete. Ja.
dunkle nehmen, wenn du möchtest. Das zweite, Ich stehe gerade total am Schlauch, Kalb und Mangold und Sonntagsbraten für die 57. Haben die genommen? Haben die jetzt einfach Ich hab, mitgenommen? genau, die haben mitgenommen. Völlig normal. Veggie Und hier normal. zweimal Kalb, separate Tische. Das ist dann Rinderbraten? Genau, Sonntagsbraten oder Rinderbraten. Sonntags? Genau, wir sagen immer Sonntagsbraten, Sonntagsbraten. aber ist ab und zu auch was anderes. Tisch 7? Genau.